Knusper, Knusper, Knäuschen, wer knuspert an meinem, nicht Häuschen, am Knusperbrot, und zwar Sfogliette Croccanti, ein italienischer Klassiker. Und mit diesem starten wir mein diesjähriges Winterspecial. Ihr braucht dafür ganz einfache Zutaten, zum Beispiel Eiweiß auf Zimmertemperatur, eine Prise Salz und diese 2 Zutaten erstmal cremig mixen. Wenn das Ganze so aussieht, könnt ihr anfangen, den Puderzucker nach und nach hinzuzufügen. Ich habe ihn bereits mit der Vanille vermischt. Ihr könnt alternativ auch Vanillezucker oder Vanilleextrakt verwenden. Nicht zu lange rühren und schon gar nicht steif schlagen. Die Masse sollte noch cremig sein. Danach siebt ihr das Mehl in mehreren Touren über den Eischnee und rührt das Ganze relativ zügig ein. Nicht zu lange rühren, damit ihr die Luft im Teig nicht zerstört. Jetzt sind die Nüsse an der Reihe und da verwendet ihr am besten einen Mix aus verschiedenen Sorten und idealerweise mit Schale. Im Anschluss braucht ihr eine 20 cm, also eine kleine Kastenform und ein Stück Backpapier. Am besten legt ihr die Form aus, sicher ist sicher, dann klebt auch garantiert nichts und ihr bekommt den Kuchen leicht heraus. Achtet darauf, dass das Backpapier die gesamte Form umgibt und mit eurem Fingernagel könnt ihr markieren, wo es endet. Dann schneidet ihr das Ganze zu, faltet ein paar Mal und fertig ist die ausgelegte Backform. Einfüllen, glatt streichen und in den vorgeheizten Ofen geben bei 180 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 25 Minuten. Nach der Backzeit nehmt ihr den noch warmen Kuchen vorsichtig heraus, zieht das Backpapier ab und lasst ihn erstmal vollständig auskühlen. Die dunkle Variante habe ich genau gleich zubereitet, nur mit etwas weniger Mehl und dafür zusätzlich Kakao. Die Mengenangaben findet ihr oben im Video und auch in der Infobox. Wenn sie vollständig ausgekühlt sind, ist es wichtig, damit euch der Kuchen dann nicht zerfällt beim Schneiden, schneidet ihr sie in sehr dünne Scheiben. Das könnt ihr mit einem scharfen Messer machen oder so wie ich mit einer Brotschneidemaschine. Die Scheiben sind bei mir ca. 3 bis 4 mm dick. Legt die Scheiben auf ein mit Backpapier ausgelegtes Blech und gebt sie in den vorgeheizten Ofen, am besten bei Umluft bei 140 Grad oder alternativ 160 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 20 Minuten. Behaltet sie unbedingt im Auge, denn je nach Backofen kann es sein, dass sie schon etwas früher fertig sind. Und sie brauchen keine Farbe annehmen, es geht nämlich nur darum, dass wir sie vollständig durchtrocknen, damit sie schön knuspern. Vollständig durchgetrocknet und luftdicht verpackt, am besten in Metallboxen, ausgelegt mit Küchenrolle, sind diese Kekse mehrere Monate haltbar. Und ich finde, am besten schmecken sie zu einem hausgemachten Espresso oder einem Glas warmer Milch. Also lasst sie euch schmecken und genießt das Leben zumindest in diesen kleinen Momenten, sofern das in Zeiten wie diesen überhaupt möglich ist. Bleibt mir treu und freut euch aufs nächste Video und wenn euch dieses gefallen hat, dann teilt es, liked es und folgt mir.